Wenn du Talent hast, bedeutet nicht, dass du Meister bist oder wärst. Du glaubst, das Denken nicht mehr sei als Luft in deinem Kopf. Aber die Gedanken bringen dich entweder nach unten oder nach oben. Die Gedanken genau, die jetzt in deinem Kopf bewegen, die bringen dich als Meister oder als Löser. Alles, was du denkst, sieht man in deinem Gesicht. At the Olympic level, it's not about how good your opponent is. It's about how good you can be. And to reach your highest potential, you have to silence the doubts and quiet the critics. The reality is that each athlete's strongest opponent is usually themselves. For me, the loudest voices have always been inside my own head. We all battle the demons of self-doubt, and the only way to win is to defeat them first. Wael grew up in Syria, and his enemy has also always been within. When Syria descended into civil war, Wael fled only to be assaulted and hospitalized. But Wael never gave up. Instead, he continued his training in the sport of kata, a type of karate in which your biggest competition, literally who you are fighting against, is yourself. Füße zusammen. Hey. Joi. Okay. Ich komme aus Syrien. Ich bin auch in Damaskus geboren. Ich mache Karate und ich als Flüchtlingsteam in Olympiaspiele. The upcoming Summer Games in Tokyo, Japan, will feature competitions in karate for the first time in Olympic history. Participation in this event is a high honor, given that Japan is a country from which karate originated. The games will feature 2 karate disciplines. Kumite, where 2 competitors fight against each other. And kata, where the opponent is imaginary. The goal in kata is to complete a series of predetermined movements in perfect form. It is a moving meditation where the only battle is against the forces inside the practitioner's own mind. Finde ich, Kata ist ein bisschen schwerer und ein bisschen noch schwer als Kumite, weil man soll noch mehr die Kontrolle haben. Jetzt. Entspannter noch. Nie. Zum. Natürlich, ich hoffe auch noch eine Platzierung zu bekommen, Medaillen zu holen. Ich bin dort mit den Leuten, die schon seit Jahren für die Weltmeisterschaft vorbereitet haben. Und dann leider in meiner Zeit habe ich 1 Jahr oder 1,5 Jahre für Vorbereitung für die Olympia. Für mich finde ich, das reicht nicht. Kata should be performed with a quality of mushen, meaning no mind. The movements flow one into another, while the face of the practitioner displays the self-control and balance of a Zen warrior. Besser. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Jetzt ist Start. You need to be clear in the mind when you do your kata. Jetzt versuch noch fokussierter bleiben. Wenn ich eine Technik mache, mein Sanshin, mein Mimik auch ist wichtig in der Kata. Und ich kann attackieren. Ich bin da. Ja? I think the problem with Wael is confidence. The judges, they will feel the confidence in the competition and they can feel if it's not there too. Die Sachen, die wir machen, ist es alles für den Körper. Für den Geist brauchst du auch die Unterstützung, auf jeden Fall. Viele Athleten in Deutschland machen auch Mentaltraining. Das hilft denen auch auf dem Wettkampf, dieser Wettkampfstress auch zu bewältigen, diese Emotionen ein bisschen im Griff zu haben und dass man auch die beste Leistung zeigt. I think mental training can help Wael. Super gemacht. Perfekt. Und jetzt schau mal mit positiv. Was hast du von einem Gefühl? Sicherheit, Stolz, stark. Alles, was du denkst, sieht man auch in deinem Gesicht. I think what Wael has been through, the journey from Syria to Germany, some painful things maybe inside him, but he never talked about that. But I feel it. In 2015, Wael fled the Syrian civil war,
after 3 years of armed conflict had decimated normal civil life and reduced Syria's once vibrant, beautiful cities to rubble. Ich habe manchmal Heimweh. Ich vermisse manchmal ein paar Sachen, aber sie sind leider vorbei. Wenn ich meine Straße vermisse, ja, meine Straße ist jetzt kaputt. Oder ein Freund von mir, aber ist schon jetzt tot. Ja, das ist Döner ist eigentlich, so sagen wir, so traditionell türkisch. Syrien und Türkei sind fast ähnlich. Deswegen ja, schmeckt fast genauso wie bei uns. Wael grew up under the authoritarian rule of the Assad family, who had been in power in Syria for 4 decades. Mein Vater war Fahrer. Dann zu Hause war eigentlich alles schon bekannt. Wenn man 9. Klasse geschafft hat, dann geht erstmal Führerschein machen und dann kann man als Fahrer arbeiten. Aber ich konnte das leider nicht akzeptieren. Ich kann mehr als Busfahrer sein. Dann habe ich Karate ab 2000. Ich ein bisschen so bekannt geworden oder ein bisschen berühmt in diesem Bereich. Und dann kommt die Militärverein, hat gesagt, okay, wir holen dich zu uns und dann du kämpfst zu uns, die Wettkämpfe und so. Ich habe nationale und internationale Wettkämpfe teilgenommen. Habe ich 1. Platz in Syrien geschafft als Meisterschaft. In 2011, students protested for democratic reforms. But ruler Bashar al-Assad chose to attack the demonstrators rather than meet their demands. This led to one of the bloodiest wars in modern history that is still going on to this day. Sie haben mich in die Armee geschickt und ich soll die Waffe mal holen und gegen die Leute mal schießen. Gegen meinen Bruder oder gegen meinen Nachbar. Deswegen, ich habe gedacht, okay, das reicht, ich bleibe nicht mehr hier. Ich sagte, ich gehe einfach weg. Ja. وكيف كان نهاركم اليوم؟ إن شاء الله ما كان في مشاكل؟ والله الحمد لله لهلا ما أكلنا. وإن شاء الله مرتاح حبيبي. الحمد لله مرتاحين بظل وكنف السيد الرئيس الدكتور المفدى بشار حافظ الأسد. Ja, salam. Per Telefon die Leute, die in Syrien sind, sie sollen immer sagen, dass sie zufrieden sind. Ja? Per Telefon oder im Internet oder so weiter. Sie sagen einfach, ja, wir haben kein Brot, wir haben kein Öl, wir haben gar nichts, aber wir sind zufrieden, alles gut. Aber das ist leider nicht so und sie müssen das sagen. Ja? Und sie haben das mehrere Mal wiederholt. وبنزين ما في والحمد لله رب العالمين والله خلينا الرئيس بشار الاسد نعيش بالشوارع تحت الماء في نصر ما يدور على السيد الرئيس. Wenn sie nicht so machen, dann sie sind irgendwann nicht mehr da. Ja. الله خلينا ياكل لا تنسونا في الدعم لا تنسونا في الاتصالات الله يخليكم عنكم والله خلينا ياكل السيد الرئيس بشار الاسد. جميل جميل. Du glaubst, das Denken nicht mehr sei als Luft in deinen Kopf. Aber die Gedanken bringen dich entweder nach unten oder nach oben. Wenn du die mentale Stärke nicht hast, dann gibt es Schwierigkeit, dann bekommst du Angst, Zweifel. Schaffe ich nicht, kann ich nicht. Ja, von Anfang an. Hüfte. Es gibt einen olympischen Spruch, dabei sein ist alles. Das ist sehr schön, aber wir wollen nicht nur dabei sein, wir wollen konkurrieren für Medaillen. Wird bewertet. Psychischer Zustand ein Athlet, körperlicher Zustand ein Athlet und die Choreografie.
There are 84 recognized katas that may be performed at the Tokyo Games. Each contains a specific series of traditional movements. In competition, kata performances must meet exacting specifications, so any deviation, such as the angle of an arm or the tilt of the pelvis, can result in point deductions by the judges. Bisschen Hüfte hochheben. Ja, genau. Du kommst zu mir. Du kennst die Stellen, aber du machst automatisch, das heißt, vergisst du die Hüfte. In Tokio, da gibt es Punktensystem und das ist 0,2 Punkte, 0,3 Punkte. Seine Gegner sind Menschen, die keine Schwierigkeiten in der Vergangenheit gehabt haben und so. Auch psychische, das ist sehr wichtig, dass er geistig, psychisch stabil ist an diesem Tag. Kata ist nicht nur zu machen, Kata ist zum Denken. In Kata muss man denken. Wer denkt, der ist auch Gewinner. Okay? Ja. Erster Tag, als ich Erko kennengelernt habe, mein Leben geändert. Im Jahr 2015, Wael stationiert war als Flüchtling, wo er im Flüchtlingsheim, er war richtig niedergeschlagen. Ich habe in seine Augen gesehen, kein Ausweg aus dieser Situation. Ähnlich, weil wir beide wegen Krieg geflüchtet sind. Als junger Mensch und Sportler, damals 1989, auch geflüchtet bin in mein Geburtsland Montenegro, damalige Jugoslawien. Erko hat das schon damals erlebt, deswegen vielleicht weiß er, wie das geht. Nun, wir können uns verstehen. Wael's flight from his birth country was a journey that took 8 months and nearly cost him his life. After crossing from Syria to Turkey, he was smuggled on a boat into Greece. When he couldn't find a job in Greece, he bought a bicycle and rode across Macedonia to Serbia, then took a bus to a town near the Hungarian border. There, along with a small group of refugees using the cover of darkness to avoid police, Wael hiked across the border on foot. Dann, wir waren eigentlich in die Grenze und das muss in der Nacht sein. Das war ganz dunkel, nass, kalt. Wir sollen in diesem auch genauso 30, 40 Kilometer durch die Felder. Und dann ist auf einmal, und dann sie waren ganz nah zu uns. Und dann ich habe gemerkt, dass sie Maske haben. Und dann ich habe dieses Geräusch gehört. Jemand seine Hand hat diesen Stromschlag. Und dann ich wusste schon, das ist keine Waffe für die Polizei. Dann ich bin danach einfach gerannt. Dann ich war auf einmal bewusstlos. Ich kann mich gar nichts erinnern. Als ich wach, ich habe eigentlich in meinem Gesicht, das war ein Knochen und das war gebrochen. Ich war direkt beim Arzt, dass ich eine Operation sofort brauche. Und dann ich soll das alleine finanziell innerhalb 24 Stunden. Ich habe eigentlich damals kein Geld. Dann ich habe einfach weiter gesagt, das geht nicht. Ich habe nur eine Wahl noch. Aber ich gehe Deutschland gehen. In Deutschland war andersrum. Sie haben gesagt, alles gut, das ist die Routine, das ist so und wir sind für euch da. Deswegen, ich habe das Gefühl, dass mein Zuhause ist. Das fällt ihm, das ist kurze Zeit, alles zu verarbeiten, was mit ihm passiert ist. Was ihm fehlt, ist psychologische Betreuung. Aber wir werden daran arbeiten, dass er an diesem Tag bei dem Wettkampf in Topform ist, körperlich, auch geistig. If he focuses on mental training till the Olympics in Tokyo, I think he will do a very good performance. It's a very, very, very good chance for him. Jeder von euch hat in sich drin einen Killer. Und was ist dieser Killer? Das ist der Dialog, was du immer mit dir selber redest. 50.000 bis 80.000 Gedanken am Tag bekommst du. Fabienne, ich möchte, dass du das lesen und daran glauben. Aber richtig daran glauben, was eben darauf steht. Sie macht jetzt Kata für euch. Die Kata Hayan Shoda.
Was habe ich jetzt mit Fabienne gemacht? Ich zeige euch. Mein Gegner hat eine bessere und stärkere Kata als ich. Die Kampfrichter mögen mich nicht. Sie hat sich konzentriert mit negativen Gedanken. Jetzt gehst du bitte wieder raus und 5 Minuten das alles lesen, viel Gedanken machen. Warum ist sie so stark geworden, wie ihr gesehen habt? Bitte les mal vor. Niemand kann mich stoppen, Erfolg zu haben. Die Kampfrichter bewundern mich für meine Leistung. Ich bin sehr stark und konzentriert. Mein Genuss ist, auf der Kampffläche zu sein. Ich habe diesen Erfolg verdient und es ist möglich. Gut, vielen Dank. Us, Dankeschön. Und dann, ich sage mal, der Tarek war wie ein Wecker für meine Gedanken. Und dann bin ich jetzt, finde ich, so mental. Herr Wael. Die innere Stärke ist jetzt mehr geworden, ja, und das hilft, finde ich. Also in meinem Bereich, vielleicht das hilft überall, also alle Sportarten, aber ich finde, Kata-Läufer braucht sowas. Also wenn du Hilfe brauchst, sag mir Bescheid. Da kann ich dir gerne helfen, ja? Gut, super, schön, freut mich. Wenn ich jemand sage, man soll starke Wille haben, dann ich soll das zeigen, auch, dass ich auch das habe. Und ich möchte auch die Kinder von Deutschland diese Wille und diese Stärke vielleicht auch mal beibringen. Wael ist ein sehr guter Trainer, weil man hat auch mit ihm ganz oft Spaß während dem Training. Man kann mit ihm über vieles lachen und er ist auch ein guter Trainer. Also Wael hat es ziemlich oft gesagt, dass ich ihm Deutsch beigebracht habe. Es war auch manchmal so im Training. Also er hat zum Beispiel irgendeine also was zum Beispiel Verse heißt, wollte er das erklären, hat auf Japanisch, also auf Karate-Sprache, sag ich mal so gesagt. Ich konnte schon die meisten Wörter, hab den auf Deutsch gesagt und er so, ja, das meine ich oder so. Wir machen die Kata und ich gucke nur ein Gesicht. Dann habe ich so Gefühl, dass ihr nachdenkt, ja, was jetzt kommt. Ihr seid unsicher, ja? Ihr könnt hinsetzen. Kata ist eine Geschichte. Ich soll eine Geschichte erzählen. Aber ich sage gar nichts. Mein Körper soll das erzählen. Kata ist eigentlich, man kämpft gegen mehrere Gegner, aber sie sind nicht da. Man soll die Geschichte für Kampfrichter, für Zuschauer mal das zeigen. Das ist eine Fähigkeit. Man kann nicht, nicht jeder kann das machen. Ihr habt ihr irgendwann Theater in der Schule gemacht? Du kannst, also nicht zu mir, sondern die anderen, etwas, aber ohne zu sagen. Mit deiner Mimik, sie sollen das wissen. Ein Stück nach vorne kommen. Kämpfen. Ja. Okay. Nachdenken. Ja. 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 Okay, ja. Sie wollen was auch machen. Ich möchte auch die Kinder, die jetzt bei mir sind, Fuß zusammen. Was von ihm heute geworden ist und passiert ist, das ist ein ganz anderer Mensch. Ein Mensch, der lebenfreundlich ist. Ein Mensch, der Ziele im Leben gesetzt hat. Da soll ich eigentlich mit der Hüfte so viel arbeiten, kleiner. Sport hat mir auch so viel gebracht. Ich möchte auch, was ich durch Sport und Karate, was ich bekommen habe, ich möchte auch das auch weitergeben. Die andere Seite, nee. Und dass die anderen auch mal sowas auch bekommen. Nee. Als ich Larissa kennengelernt habe, sie war immer da, also im Training. Nee. Wenn sie dabei ist, dann gibt mir auch Motivation. Nee. Ich möchte, dass sie sieht, was ich sage, ist machbar. Das ist meine Verantwortung, dass ich zeige, von Null, von Krieg, von nichts kommt alles raus. Und dann jetzt auf einmal ist alles so verschoben. Ja, dann, ich sehe immer nur die positive Seite. Ich habe gedacht, okay, ist vielleicht besser, mehr Zeit zum Trainieren und mehr Zeit zum Lernen. Nach 2, 3 Tagen
habe ich gedacht, okay, ich habe Matten aufgebaut, alles umgestellt, dass ich auch genug Platz zum Trainieren habe. Ich habe einfach gezeigt, ich habe auch so kurze Videos gemacht. Habe ich auch mal gepostet in die YouTube-Kanal. Ja, eigentlich, ich habe am Anfang an viel gepostet, weil so, ich möchte eigentlich die Leute auch motivieren, die Leute, die bei mir trainieren oder miteinander auch trainieren, dass sie auch sehen, okay, ist auch so positiv.